Hallo und herzlich willkommen zurück auf potier.ch mit einer weiteren Folge 5 Tipps für schönere Drohnenaufnahmen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Grobzusammenstellung als Vorbereitung für das Editing. Dann würde ich sagen, legen wir los. Hast du die bisherigen Folgen verpasst? Dann klicke doch hier oben rechts auf den Link für den Start mit Teil 1, damit dir nichts entgeht. Tipp Nummer 1: Rohmaterial einfügen oder hier startet der Beschiss. Schau dir dein Rohmaterial, bevor du es in die Editing-Software einfügst, schon mal an, weil ein Teil der Aufnahmen, die kannst du vermutlich schon knicken. Was jetzt aber das Interessante ist, das jetzt kommt: Wer sagt dir, dass du die Filme genau in der Reihenfolge einfügen musst, in der du sie aufgenommen hast? Überleg dir schon im Vorfeld bei der Planung, von welchem Standort aus du welche Takes machen kannst, weil vielleicht hast du je nach Location 3, 4 verschiedene Startorte und am Schluss kannst du das ja dann zusammenfügen, wie es dir passt. Tipp Nummer 2: Achtung mit der Helligkeit. Denkt bitte daran, dass die Anzeige auf eurem Bildschirm nichts mit der Realität zu tun haben muss. Die Differenz dazwischen kann gewaltig sein. Ihr seht hier zum Beispiel die Aufnahme eines Wasserturms am Bildschirm und jetzt seht ihr dann, was wirklich dabei rauskam. Und es spielt dabei keine Rolle, ob ihr das mit Fotos oder mit Videoteilen macht, die Problematik bleibt dieselbe. So kam das Foto dann vom Fotostudio. Nun seht ihr 2 Aufnahmen von meinem Insta-Account. Das hier ist normal auf dem PC und das nächste Foto ist auf dem Mobile. Das gleiche Foto, die Farben sehen komplett anders aus. Passt also auf, was ihr da macht. Nehmt euch wirklich die Mühe und probiert das auf verschiedenen Geräten aus, bevor ihr das wirklich freigebt, dann in unserem Fall auf YouTube. Schaut das auf einem Tablet an, schaut das auf einem Mobile an, schaut es auf dem PC an. Es müssen überall die Farben einigermaßen stimmen. Natürlich gibt es Hilfsmittel für die Kalibrierung. Hier ein Beispiel des Datacolor Spider. Aber wie ihr seht, sind diese Dinge nicht gerade günstig. Mit so einem Teil lässt sich der Bildschirm automatisch kalibrieren. Teilweise kalibriert sich dann der Monitor sogar in 30 Sekunden Takt am Umgebungslicht. Aber das ist bei mir noch auf der Wunschliste. Irgendwo ist dann mal Ende Budget. Tipp Nummer 3: Endlos lange, langweilige Takes. Ich zeige euch hier jetzt am Beispiel von Magix Video Pro X bei einer Videosequenz. Ihr seht hier zuerst mal das Rohmaterial, ungeschnitten. Die Landschaft dort ist wunderschön, die Steilwand ist wunderschön, aber einfach jetzt da 90 Sekunden das so anzuschauen, das ist einfach langweilig. Wir müssen irgendwas machen, dass wir da für den Zuschauer mehr Spannung reinbringen. Sonst springt er uns ab. Nun wechseln wir zu Magix. Ihr seht nun die Originalszene, die ich mir jetzt da kopiere. Und jetzt schaue ich mal, jetzt mache ich mir einzelne Blöcke, zoome mir das ein bisschen näher ran und mache jetzt da mal bei 7 Sekunden mache ich einen Cut. Und dann gehe ich zum Beispiel zu 5 oder 6 Sekunden, mache da wieder einen Cut und jetzt nehme ich mir immer den Rest des Films unten dran, damit ich immer gleich lange Sequenzen habe. Das ist natürlich bei fast 1,5 Minuten, ja, gibt das ein paar Balken. Und jetzt schneide ich all die Sequenzen genau gleich. Also ich schneide jetzt bei allen gleich viel ab und lösche den zweiten Teil weg. Schon nur dadurch ist der Film nur 25 Sekunden kürzer und durch die Wechsel wird es für den Zuschauer interessanter. Es handelt sich hierbei um Basisfunktionen, die jede Videoschneidsoftware bietet, auch ein Adobe-Produkt oder was auch immer. Ich setze das hier in dem Beispiel, den ganzen Block einfach mal hinter die Originalszene. Habe natürlich jetzt wie immer zu wenig Platz, muss jetzt da den hinteren Teil halt ein bisschen wegschieben.
Wenn ich nun die Sequenz wieder laufen lasse, seht ihr, dass es zwar schon kürzer ist und abwechslungsreicher, aber der Sprung von Sequenz zu Sequenz ist extrem grob. Und da kommt nun der nächste Step, das Einfügen von weichen Übergängen. Je nachdem, was ihr für Aufnahmen macht, wenn ihr zum Beispiel in einem Musikvideo oder irgendetwas mit Action filmt, dann kann es Sinn machen, so grobe Übergänge zu nutzen. Aber ich mache hier Landschaftsaufnahmen, da muss das ruhiger sein. Also kopiere ich mir die ganze Sequenz, die ich da vorher editiert habe, noch einmal, wechsle den Mauszeiger, damit alles Nachfolgende immer mit verschoben wird. Man sieht es fast nicht, aber oberhalb der Filmsequenz ist eine Zeitspur, da gehe ich jetzt genau auf eine ganze Sekunde, damit ich nachfolgende Teile nun, wie ihr seht, einfach nehmen kann und auf den vorhergehenden Sekundenstrich ziehen kann. Wenn ihr ruhige Aufnahmen habt, wie zum Beispiel Natur- und Landschaftsaufnahmen, dann kann der Übergang unter Umständen auch 2 Sekunden dauern. Ich mache das hier mit dem vorher kopierten Teil auch noch, damit ihr dann im Nachhinein den Vergleich habt, Übergang 1 Sekunde oder Übergang 2 Sekunden. Dementsprechend, wie ihr den Übergang macht, wird natürlich die ganze Filmsequenz kürzer. Und jetzt die 1 Sekunden Übergänge. Ihr seht, das ist schon um einiges feiner, es wirkt ruhiger und man kommt doch vorwärts mit der Aufnahme. Die meisten Editing-Programme haben vorgefertigte Blenden mit 3D-Muster und allem drumherum, aber seid da restriktiv, braucht nicht so viel von dem, weil das bringt auch wieder nur Unruhe rein. Nun folgt der Teil mit den 2 Sekunden Übergängen. Ihr seht, es ist noch viel feiner. Tipp Nummer 4: Rückwärts fliegen. Wie ihr hier in diesem Teil seht, es gibt einen Unterschied zwischen rückwärts fliegen und rückwärts laufen lassen. Weil wenn ihr eine Sequenz rückwärts laufen lasst, dreht sich die Kameraposition nicht um 180 Grad, wie das jetzt hier in diesen Aufnahmen der Fall ist. Ich habe das hier relativ einfach gemacht. Ich bin zuerst vom Auto weggeflogen, habe den ganzen Vorwärtsflug aufgenommen bis hin zur Kirche und dann auf dem Rückflug habe ich die ganze Strecke einfach wieder gefilmt und da diesen Teil rückwärts laufen gelassen. Weil dann ist ja auch die Kameraposition um 180 Grad gedreht. Hier noch gleich ein weiteres Beispiel. Den Film so zu schneiden, wie er hier gezeigt wird, das schafft ihr gar nicht mit einem Take zu machen, weil genau jetzt hat sich ja die Kameraposition um 180 Grad gedreht. Also ihr müsst das in 2 Takes machen. Ob ich hier nun rückwärts fliege oder den Film rückwärts laufen lasse, das bleibt ein Geheimnis. Das war ein Witz. Natürlich bleibt es kein Geheimnis. Ich hätte diese Situation hier nie rückwärts fliegen können. Direkt hinter mir ist eine Starkstromleitung und ich hätte garantiert das Bergsteigekreuz hier erwischt. Die Szene ist in Wirklichkeit vorwärts geflogen und dann einfach rückwärts abgespielt. Wie ich euch schon im Teil 3 gesagt habe, gibt es hier aber die Problematik, wenn ihr zum Beispiel Autos habt, dann fahren die auf einmal rückwärts und das fällt natürlich wieder auf. Tipp Nummer 5: Keine Szene zweimal zeigen. Ich habe euch hier leider von mir selbst kein gutes Beispiel, weil ich peinlichst darauf achte, nie die gleiche Szene zweimal zu zeigen. Aber es gibt auf YouTube sehr, sehr viele Beispiele, wie es nicht sein sollte. Wer will ein 10-minütiges Drohnenvideo sehen, bei dem sich der gleiche Take alle 20 Sekunden wiederholt? Oder ein Relaxing-Video, das angeblich 4 Stunden dauert
und alle 30 Sekunden sieht man den Übergang wieder zurück auf die gleiche Position wie am Anfang. Die einzige Situation, bei der von mir aus sowas gemacht werden kann, ist wie im Beispiel hier. Wenn ihr einen Teil rückwärts laufen lässt und dann den gleichen Teil wieder vorwärts laufen lässt oder umgekehrt. Aber dann sieht der Zuschauer nicht zweimal genau die gleiche Aufnahme. Viele von euch werden genau dieses Beispiel hier aus Teil 3 kennen. Nice to know. Nice to know. Denkt daran, dass all diese Arbeiten, die ihr da in der Nachbearbeitung macht, ihr verbringt damit Stunden und Tage. Also legt euch eine anständige Software zu, mit der ihr wirklich zufrieden seid, die stabil läuft. Als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, nutzte ich Pinnacle Studio. Das lief mir aber zu instabil und ich bin schon vor vielen, vielen Jahren auf Magix gewechselt, auch wenn es ein bisschen was kostet. Wenn dann die Arbeit, die da rauskommt, umso schöner ist, dann rechnet sich das. Und auch hier wieder verlasst euch nicht nur auf Internetforen, schaut euch auf YouTube Tutorials an, weil die Oberfläche muss euch passen. Es gibt kein richtig oder falsch. Schneiden tun die Programme alle, aber euch muss die Oberfläche zusagen. Hier seht ihr, was zum Beispiel schon nur Wikipedia alles auswirft, wenn man Video-Editing-Software eingibt. Und die Liste hier, die ist sicher noch nicht abschließend. Also schaut euch vorgängig YouTube-Videos an, damit ihr für euch die richtige Entscheidung trefft. Damit sind wir am Ende des 4. Teils angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da, ein Kommentar und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal mit Glocke. Danke dir!